Jeff war ein Mann der einfachen Dinge. Er arbeitete als Barkeeper in einem kleinen Lokal in Miami Beach, spielte gerne Gitarre und liebte den Strand. Eines Tages, während er nach der Arbeit seinen üblichen Spaziergang am Strand entlang machte, entdeckte er unter einem Palmenbaum etwas Ungewöhnliches. Ein winziges, flauschiges Wesen, nicht größer als ein Centstück, lag hilflos in der sengenden Sonne. Es bewegte sich kaum, seine kleinen Augen waren geschlossen. Jeff nahm das Tierchen vorsichtig in seine Hand. Es war so leicht, so zerbrechlich. Er wusste sofort, dass es in Gefahr war. Er konnte es nicht einfach dort liegen lassen. Also schlüpfte er in seine Wohnung und holte eine leere Joghurtbecher. Er füllte sie mit lauwarmem Wasser und legte das kleine Wesen hinein. Er benannte es Cookie, weil es ihm an einen kleinen Keks erinnerte. Zu Hause angekommen, suchte Jeff im Internet nach Informationen über das Tierchen. Er fand heraus, dass es sich um ein Junges eines Flughörnchens handelte. Es war viel zu klein, um alleine zu überleben. Jeff wusste, dass er Cookie helfen musste. Er kaufte Spezialnahrung für Säuglinge und versorgte Cookie rund um die Uhr. Er baute ihm ein kleines Nest aus Stofftieren und Decken und nahm Cookie sogar mit zur Arbeit, wo er es in einem Karton aufbewahrte. Zu Beginn waren viele Leute skeptisch. „Du wirst das nie schaffen“, sagten sie. „Ein Flughörnchen braucht eine Spezialpflege, die du nicht bieten kannst.“ Doch Jeff ließ sich nicht entmutigen. Er war entschlossen, Cookie zu einem gesunden und glücklichen Tier zu machen. Die Tage vergingen und Cookie wuchs schnell. Aus dem winzigen, hilflosen Wesen wurde ein wunderschönes Flughörnchen mit einem dichten, grauen Fell und großen, schwarzen Augen. Es hüpfte und spielte im Wohnzimmer herum und lernte, von Jeffs Finger zu essen. Eines Abends, als Jeff mit Cookie auf dem Balkon saß und den Sonnenuntergang über dem Meer beobachtete, bemerkte er, wie Cookie plötzlich aufgeregt wurde. Es huschte hin und her, blickte in den Himmel und begann, mit seinen kleinen Pfoten gegen die Brüstung zu schlagen. Jeff folgte seinem Blick und sah einen riesigen Hurrikan am Horizont heranziehen. Ohne zu zögern, rannte er zurück in die Wohnung und packte schnell alle wichtigen Sachen ein. Er nahm Cookie in seine Jacke und rannte zum Auto. Er wusste, dass er Cookie in Sicherheit bringen musste. Im Auto fuhr Jeff so schnell er konnte in Richtung Norden. Der Hurrikan näherte sich schnell. Doch Jeff war entschlossen, Cookie zu retten. Als er endlich eine sichere Unterkunft in einem Motel erreichte, war der Hurrikan schon auf dem Weg nach Miami Beach. Jeff atmete erleichtert auf. Er hatte Cookie gerettet. In den nächsten Tagen verfolgte Jeff die Nachrichten über den Hurrikan. Er war entsetzt, wie viel Schaden er angerichtet hatte. Viele Menschen hatten ihr Zuhause verloren, viele Menschen waren gestorben. Jeff war dankbar, dass er Cookie gerettet hatte. Es war ein Glück, dass er an diesem Tag den Strand entlang gegangen war. Er hatte einen kleinen, hilflosen Kreatur gefunden und ihm das Leben gerettet. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.